Hallo, ich bin Nicola und stelle euch mein Projekt Smart Wiper vor, ein kostenloses Post-Processing Python-Skript, das verbesserte Reinigungstürme beim Multimaterial-Druck mit Prusa MK4 und Multimaterial-Einheit MMU3 erzeugt. Vielleicht kennt ihr das Problem. Solange nur ein Filament verwendet wird in Single-Material-Druck, werden die einfarbigen Modelle perfekt gedruckt. Man kann einen Druckerauftrag am Drucker senden, man wartet kurz, bis die erste Schicht fertig wird, um sicherzustellen, dass sie mit dem Bett, wie erwartet, gut haftet, und danach kann man mit gewissem Sicherheit den Drucker unbeaufsichtigt stundenlang verlassen. Anders sieht es aus, sobald mehrere Filamente zum Einsatz kommen. Man hat mit unstabilen Reinigungstürmen und Drucker-Düsenkollisionen zu kämpfen. Ein Druckauftrag, das laut Slicer normalerweise 6 Stunden Druckzeit braucht, dauert plötzlich über 8 Stunden, unter der Bedingung, die ganze Zeit vor dem Drucker zu stehen und sofort mit Pinzetten und Kleinscheren zu handeln, bei jedem Pausieren des Druckers wegen erkannten Düsenkollisionen. Deshalb habe ich SmartWiper entwickelt, ein intelligentes Skript, das den G-Code aus dem Slicer analysiert und mit einfachen und doch effizienten Verfahren besondere Wipe Towers erzeugt. Was ist dabei so innovativ gegenüber anderen Slicers? Erstens, verschiedene Materialien haben unterschiedliche Eigenschaften wie Schmelztemperatur und so weiter. Statt alle Materialien übereinander auf demselben Wipe Tower zu extrudieren, Grund für schlechte Haftung, wird für jedes Tool, also für jedes Filament, einzig ein eigenes Reinigungsturm desselben Materials erstellt. Somit wird Delaminierung vermindert, sowie Filamente und Blobs, die mit der Düse kollidieren könnten. Zweitens, mit der Option Spiral wird der Turm spiralförmig. Dies eliminiert scharfe Ecken, die für Elefantenfüße sonst verantwortlich sind. Material zieht nicht mehr nach oben. Das ist eine weitere Maßnahme gegen Kollisionen mit der Düse. Weitere Besonderheit der spiralförmigen Türme ist, ein Loch in der Mitte zu besitzen, wodurch Blobs durch die spiralförmige Bewegung der Düse nach innen runtergespult werden. Drittens, keine Installation nötig, nur Python Version 3 wird verlangt, ohne jegliche Libraries oder Zusatzmodule. Viertens, Input-File bleibt unverändert. Output-File wird wie Input-File genannt, mit dem Zusatz Wipe. Fünftens, grafische Oberfläche für das Anpassen der Optionen und Parameter und visuelle Anzeige der Größe und Position der Türme. Ich werde nun anhand eines Modells, nicht von mir, den ich für diese Demonstration geladen habe, die Funktionsweise des Skriptes erklären. Das Modell heißt Demon Girl Bust und kann man unter Thingiverse runterladen. Autor ist John Gosper und steht unter der License Creative Commons Namensnennung. Ich lade als erstes die STL oder irgendeine andere 3MF-Datei an, passe eventuell die Größe an, verschiebe leicht das Modell nach hinten, so dass vorne genug Platz für die Wipe Towers bleibt. Würde ich so direkt slicen, würde Prusa Slicer ein einziger Reinigungsturm erzeugen mit den besprochenen Problemen. Hier im Slicer sieht der Turm noch gut an, aber in der Realität beim Drucken würden die Türme allerdings so aussehen: unstabil und wegen vom Drucker erkannten Düsenkollisionen wird der Druck ständig anhalten. Würde ich im Slicer die Funktion Wipe deaktivieren, würde auch kein Wipe Tower geben, dafür aber Kontaminationen am Anfang jeder Schicht in Form von Farbverlauf von alter zu neuer Farbe, besonders bemerkbar bei starkem Kontrast zwischen den Farben. Genau diese Einstellung verlangt aber mein Skript, weil er
nicht der Slicer, die notwendige smarte Wipe Towers automatisch erzeugen muss. Aktuell unterstützt mein Skript keine binäre G-Code-Files, also muss ich auch noch diese Einstellung deaktivieren. Das Skript erzeugt Wipe-Anweisungen nur bei Filamentenwechsel. Dies erspart Zeit und Kosten, aber es könnte sein, dass ein Filament, welches nicht schon in der ersten Schicht vorhanden ist, erst bei späterer Layer oder sogar fast zu Ende extrudiert wird und eventuell nicht mit dem Bett haftet, falls dieses Bettflächen hat. Eine solide, gut haftende erste Schicht direkt auf dem Bett ist die Voraussetzung, dass nachfolgenden Schichten obendrauf haften. Nur so wie bei Single Material kann man den Drucker wieder unbeaufsichtigt verlassen, sobald die erste Schicht vollständig gedruckt wurde. Später im Skript wird es ersichtlich sein, es gibt die Option, alle Materialien bei der ersten Schicht zu wipen. Diese Funktion ist aber nur vorgesehen und momentan nicht programmiert, also ist die Option ausgegraut. Man kann aber das Skript vorübergehend quasi erzwingen, Wipe-Anweisungen bei der ersten Schicht zu erzeugen, indem kleine Würfel aus allen Filamenten, die verwendet werden und die nicht auf der ersten Schicht vorkommen, zu erzeugen. Die Würfel müssen hinten neben dem Modell platziert werden. 10 mm auf 10 mm in X und Y ist ausreichend. Die Höhe sollte 0,2 mm sein, da der Slicer bei der ersten Schicht standardmäßig Layer mit 0,2 mm Höhe erzeugt. Also, weil hier Hautfarbe, Blau und Rot bereits auf dem Bett direkt liegen, brauche ich nur noch ein extra Würfel für Schwarz. Würfel erstellen, danach schwarzes Material zuweisen. In meinem Setup oben links zu sehen, gibt es auch ein graues Filament. Der wird aber für dieses Modell nicht verwendet, also kein grauer Würfel dafür. Nun erstellen wir zuerst mit dem Slicer das gewünschte G-Code-File, indem wir slicen und File exportieren. Dann Skript starten und G-Code-File laden. Was genau passiert im Skript? Es durchläuft das File und erkennt drei fiktive Bereiche, die ich mit Header, Main und Teil gekennzeichnet habe. Ich öffne zu dem besseren Verständnis das G-Code-File mit einem Editor. Hier sehen wir diese Zeile. Das ist der Header-Bereich. Er enthält eine Zeile mit Informationen über die Slicer-Version, mit dem die Datei generiert wurde, und Slice-Datum. Dann folgen eine oder mehrere Thumbnails in verschiedenen Auflösungen. Diese werden als Vorschau der Bilder im Druckerdisplay verwendet. Header wird 1:1 unverändert zu Output-File geschrieben. Weiter unten folgen ein paar unwichtige Informationen für das Skript und erst ab dieser Zeile, die bei 2279, die eigentliche Druckeranweisungen wie Aufheizen, Einschalten der Motoren, Bettlevelierung und später die Axisbewegungen, Extrusionen und Filamentenwechsel, um das Modell zu erzeugen. Das ist der Main-Bereich. Da sind auch TX-Befehle vorhanden, wie hier auf Zeile 4459 steht T0. Toolnummer fangen bei 0 an. Das bedeutet, es findet ein Filamentenwechsel statt, und zwar auf dem, der in der Multimaterial-Einheit
an Position 1 geladen ist. Und genau da, bei Tx, fügt das Skript Wipe-Anweisungen dazu. Dafür sind aber weitere Informationen wichtig. Deswegen durchscannt das Skript zuerst einmal das ganze File und erst dann im zweiten Durchlauf werden bei jedem Toolchange die korrekten Anweisungen geschrieben. Scrollen wir weiter unten im Editor. Wir sehen ab dieser Zeile Informationen wie Bettgröße, Farben und Temperaturen der Filamente, welche in der Multimaterial-Einheit geladen sind, Druckergeschwindigkeiten, Druckzeiten und so weiter. Das ist der Teilbereich, wo die notwendigen Informationen extrahiert werden. Dieser Bereich wird auch unverändert am Output-File, nachdem Main und die zusätzliche Wipe-Anweisungen zu Output geschrieben wurden, am Schluss angehängt. Sollten Informationen im Teil fehlen, weil es zum Beispiel ein anderer Slicer als der von Prusa verwendet wurde, verwendet das Skript Standardwerte. Diese sind im Skript zentral definiert und können leicht von erfahrenen User im Editor angepasst werden. Zum Beispiel kann man explizit definieren, wie groß das Bett des eigenen Druckers ist. Diese Maßnahme erhöht Kompatibilität zu anderen Slicer und Drucker. Angepasste Werte bleiben dann für zukünftige Skriptausführungen immer als Default. Während der ersten Scans werden im Terminal wichtige Informationen angezeigt. Ist der erste Scan zu Ende angekommen, wird die grafische Oberfläche gestartet. Hier werden nur die Parameter angezeigt, welche der User verändern darf. Sobald ein Wert verändert wird, das geprüft werden soll, blinkt Check-Button und Prozess-Button wird deaktiviert. Ein Klick auf Check-Button prüft die neuen Werte auf zu niedrige, zu große oder andere ungültige Werte. Ist der Wert ungültig, wird der letzte gültige Wert verwendet. Danach hört Check-Button auf zu blinken und Prozess-Button wird wieder freigegeben. Beispiele für ungültige Werte bei Geschwindigkeiten sind minus 200 oder 1.000.000 oder A. Hat man versehentlich zu viele Werte verändert, kann man mit Restore-Button alle Werte auf dem Status wie bei der Ersterscheinen der GUI zurücksetzen. Im normalen Fall sind die Werte gut. Eine Anpassung ist in der Regel nicht empfohlen. Einzig die Optionen und die Turmpositionen können an den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden. Was Tower-Dimensionen angeht, man kann nur x-Dimensionen ändern. Y wird immer daraus berechnet, sodass das Produkt x mal y die Konstantenfläche ergibt. Das ist so, weil das Skript im ersten Scan sich die dünnste Schicht pro Tool merkt. Dann muss eine bestimmte Mindestmenge, ein Volumen an Filament, ausgepurzt werden, damit die Innere der Düse vom alten Material befreit wird. Volumen durch Schichthöhe ergibt die Fläche, die sich wiederum aus dem Produkt x mal y setzt. Die Frontansicht wird in XZ-Fenster dargestellt. Wie tief und wo in y sich die Türme befinden, wird in der Top-Ansicht in XY-Fenster angezeigt. Da sieht man, wenn x kleiner wird, wird y größer und umgekehrt, weil ja die Fläche konstant bleiben muss. Ich empfehle aber immer quadratische Türme, weil bei rechteckigen mit zu schmalen Seite
die Haftung zum Bett schlechter werden könnte. Oder noch besser, die spiralförmige. Aber manchmal ist man gezwungen, doch rechteckige Wipe-Türme zu verwenden, weil das Modell wenig Platz übrig auf dem Bett lässt. Sollte das Modell wenig Platz vorne für die Wipe-Türme übrig lassen, zum Beispiel bei einem großen Stern, der fast das ganze Bett belegt, kann man sich die ermittelten Turmgröße notieren und im Slicer wieder provisorische Würfel mit dessen Dimensionen und Höhe 0,2 mm erzeugen, um zu schauen, wo sie am besten passen. Eventuell als Rechteck ziehen, falls anders nicht geht, und diese Koordinaten, eventuell auch angepasste XY-Dimensionen, in der GUI des Skriptes eintragen. Selbstverständlich die Würfel im Slicer wieder löschen, das war nur eine optische Hilfe. Es ist möglich, die Position der Wipe-Türme anzupassen, aber bei manchen Optionen, die eine neue Berechnung der Turmgeometrie erfordern, werden sie manchmal wieder zurückverschoben. In diesem Fall nochmal probieren, aber erst dann, wenn alle anderen Einstellungen bereits validiert wurden. Wählt man Spiraler-Option, werden XY-Dimensionen gleich untereinander und größer als quadratische Türme. Gleich, weil man keine ovale Spiralen möchte, wo überschüssiges Material eventuell nicht durch das innere Loch passen würde, und größer, um fehlenden Material an den Ecken und ins Mittlere des Loches gegenüber quadratischen oder rechteckigen Türmen zu kompensieren. Die gleiche Fläche muss ja noch bestehen. Dies wird auch sofort sichtbar in den beiden Ansichtsfenstern XZ und XY beim Deaktivieren der Spiralenoption. Die Wipe Towers sind in aufsteigender Reihe bezüglich der Höhe angeordnet. Das kann man ändern in umgekehrte Reihenfolge, also absteigende Reihenfolge oder keine Reihenfolge, wo die Türme bezüglich Toolnummer Reihenfolge in der Materialeinheit angeordnet werden. Werden nur 3 von 5 geladenen Tools in einem Modell verwendet, haben alle 3 Türme gleichen Wand-zu-Wand-Abstand, damit sie so weit wie möglich auseinander und distanziert sind. Das heißt, es wird die gesamte Bettgröße in X zwischen den verwendeten Tools gleichmäßig aufgeteilt. Es wird aber empfohlen, eine der Anordnungen bezüglich Höhe anzuwenden, um mehr Platz für den Druckkopf zu haben und somit Crashes-Versuche zu verhindern. Andere Einstellungen sind die Ränder. Bei 0 sind die Türme bündig zu den Betträndern. Zu große Werte verkürzen den Abstand zwischen den Türmen. Unter Parametern kann man Geschwindigkeiten, Z-Top und so weiter einstellen. Es wird aber empfohlen, diese Einstellungen so zu belassen. Es gibt auch noch die Option, kurze Kommentare als Erklärungen zum G-Code reinzufügen, um im G-Code-Viewer besser zu verstehen, was geändert wurde. Vor allen eingefügten Wipe-Anweisungen wird dann noch zusätzlich geschrieben Added und die relative Erklärung. Ein Klick auf Process-Button erzeugt nach wenigen Sekunden, je nach Größe des Files, eine Kopie vom Input G-Code zu Output G-Code. Output ist auch leicht größer, weil Wipe-Anweisungen im Main-Bereich ergänzt wurde. Mit extra Kommentare wird der File leicht größer und mit Spiralenoption noch größer. Output besteht aus 1:1 unverarbeitete Header, dann folgen Main und zusätzliche Wipe-Anweisungen und zum Schluss noch wieder unverarbeitete 1:1 Teilbereich. Ich empfehle immer, vom Skript prozessierte G-Code-Files zuerst mit einem G-Code-Viewer anzuschauen,
bevor am Drucker gesendet werden, um eventuell unbeaufsichtigtes Verschmelzen zwischen Modell und Wipe Towers zu spüren. Wie bekomme ich das Skript? Das Projekt ist vollständig Open Source und steht unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung, nicht kommerziell. Für mehr Informationen, Vergleiche zwischen Prusa Slicer, quadratische und spiralförmige Wipe-Türme, Download der Handbücher in mehreren Sprachen sowie des Skriptes, geh bitte zu diesem Link github.com Nick 1972 Smart Wiper. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Like, deinen Kommentar und natürlich ein Abo, so verpasst du keine neuen Tipps, Updates und neue Skripte, wie zum Beispiel Material Remap. Mehr dazu findest du auf GitHub in meinem Projekt Smart Wiper. Danke an allen für Zuschauen und Zuhören und viel Erfolg beim Drucken. Und denkt daran, schaut die Videos am besten immer online an, damit ihr keine Updates verpasst, denn ich arbeite ständig an neuen Projekten. Und wenn ihr mich abonniert, bekommt ihr sofort mit, wenn etwas Neues gibt.